Wer kennt es nicht? Die Festtage sind vorbei und schon bemerkst du, dass du deine Hose schwerer zubekommst. Heute möchten wir uns einmal das Thema Abnehmen und Übergewicht aus spiritueller Sicht anschauen. Wenn du mehr zu diesem spannenden Thema wissen willst, bleib dran. Eins vorweg. Wir Menschen sind spirituelle Wesen, die auf der Erde sind, um menschliche Erfahrungen zu machen. In Zeiten von Social Media wird es immer schwerer, sich den vorgegebenen Schönheitsideal zu entziehen. Doch letztendlich geht es doch darum, all das loszulassen. Es geht darum, dass wir uns in unserem Körper wohlfühlen, dass wir gesund und fit sind, dass wir auf allen Ebenen in Balance sind und uns selbst lieben und akzeptieren. Aber was hat es nun mit dem Übergewicht und Abnehmen auf sich? Nun, da Materie nur eine Erscheinungsform von Energie ist, stecken auch hinter übergewichtigen Anteilen des Menschen geistige Energien, wie zum Beispiel Glaube, Gedankenmuster oder Emotionen, die sich quasi sichtbar manifestieren. Dieses untransformierte, niedrig schwingende zieht dann auf der Körperebene ebenfalls Unverdautes an, wie zum Beispiel Fett. Es erzeugt die Resonanzen zu Nahrungsmitteln, die man dann ebenfalls schlecht oder auch gar nicht verdaut und die sich wie die emotionalen Traumata ebenfalls in den Körper verschieben und sich zu übergewichtigen Fettmassen ansammeln. Dieses Untransformierte kann sich aber auch direkt in Wasseransammlungen im Körper abspeichern. Aber welche Muster speichern sich im Fett oder Wassereinlagerungen ab? Jeder Mensch hat natürlich seine ganz eigenen Themen. Schauen wir uns doch einmal die 8 gängigsten Muster an. Nummer 1. Gier. Gier ist ein Muster, bei dem man mehr aufnimmt als abgibt, was natürlich Übergewicht zuerst auf der geistigen Ebene, dann auf der Körperebene zur Folge hat. Nummer 2. Abschottungsenergien. Aus Angst sammelt man sich allerlei Schutzenergien an, die sich dann in einer Fettschutzschicht manifestiert, die auch als Schutzpanzer bezeichnet wird. Die eigentliche Ursache sind Ängste, zum Beispiel Angst, verletzt zu werden oder Angst, Liebe zu fühlen. Nummer 3. Neid. Neid ist Unzufriedenheit mit dem, was man hat. Den Mangel versucht man mit übermäßigem Essen auszugleichen. Nummer 4. Traumatische, unverarbeitende Erlebnisse. Jedes traumatische Erlebnis hat seine Ursachen, die der Mensch durch seine Gedanken und negative Glaubenssätze gesetzt hat. Nummer 5. Grenzüberschreitungen. Diese könnten auch treffend als Revierkonflikte bezeichnet werden. Auch erlebtes Mobbing gehört in diesen Bereich und traumatische Ereignisse aus der Kindheit. Nummer 6. Machtspielchen. Durch die Einmischung diverser Macht- oder Ego-Spielchen in das Leben anderer übernimmt man mitunter Energien, die nicht die eigenen sind und deshalb auch nicht verdaut oder verarbeitet werden können, was meist zu Übergewicht führt. Es gibt vielerlei Varianten, die zum Teil sehr schwer zu erkennen sind. Nummer 7. Mangelbewusstsein. Mangelbewusstsein kann eine weitere geistige Ursache für Übergewicht sein, weil der Betreffende irgendwann, eventuell auch in früheren Leben oder von Vorfahren als Programm übernommen, einmal zu wenig zu essen hatte, legt er sich nun mit seinem Übergewicht einen Vorrat an. Der Mechanismus auf der Körperebene läuft dabei so ab, dass das geistig-mentale oder auch gefühlsmäßige Mangelbewusstsein schlechte Ernährungsgewohnheiten erzeugt, welche dann wegen der minderwertigen Nahrungsmittel zunächst einen Spurenelementmangel im Körper erzeugen. Damit nun der Spurenelementmangel beseitigt werden kann, muss man mehr essen, was dann recht schnell zum Übergewicht führt, denn dieses zu viel an Nahrung kann gerade auch wiederum wegen dem Spurenelementmangel wiederum nicht sauber abgebaut werden. Man sieht hier sehr schön, wie das Mangelbewusstsein einen Teufelskreis erzeugt. Nummer
8. Fremde Energien. Fremde Energien sind zum Beispiel fremdübernommene Glaubenssätze, die eigentlich gar nicht zu einem gehören, die man aber so abgespeichert hat. Das können zum Beispiel Glaubenssätze sein, die von den Eltern oder auch Geschwister, Gesellschaft oder gar von Religionen eingeredet wurden. Die Glaubenssätze müssen nicht im Zusammenhang mit schlank oder dick sein stehen. Das kann jeder beliebige Glaubenssatz sein, welcher, wenn er erstmal im Körper hinein verdrängt wurde, nach Jahrzehnten irgendwann als überschüssiges Fett sichtbar wird. Zu den fremdübernommenen Energien gehören auch all die Fälle, in denen jemand energetisch verstrickt ist in das Leben anderer Familienmitglieder. Man lebt und trägt dann unbewusst einen Teil des Lebens einer anderen Person. Fremdes zu tragen kann sehr dick machen, zumal da meist tiefe, unbewusste Ego-Glaubensprogramme am Wirken sind, in der Art: Ich bin stärker als du, ich trage das für dich, weil du zu schwach bist und so weiter. Die Wahrheit sind solche Glaubenssätze natürlich nie, denn jeder Mensch hat die Fähigkeit, sein Schicksal selbst zu tragen, denn er war ja auch in der Lage, die Energien zu erzeugen, die sein Schicksal erschaffen haben. Familienaufstellungen können solche Muster am besten aufzeigen und auflösen. Auf der Ebene des Ego ist ein häufiger Grund, dass man sich durch das Übergewicht gegenüber anderen Menschen schwergewichtiger fühlt und von anderen für voll genommen wird, also eine Kompensierung von Minderwertigkeitsgefühlen. Dies geht dann oft mit einem überdicken Ego einher. Das sind aber natürlich nur oberflächliche Gründe, deren tiefere, ursächlichen Glaubensmuster aufgespürt und aufgelöst werden sollten. Die Startfrage kann lauten: Warum fühle ich mich minderwertig? Und wird nicht selten am Ende der Ursachenkette in einem traumatischen Erlebnis eines früheren Lebens landen. Der Jetzt-Körper ist eben die Summe aller Leben, ganzheitlich betrachtet. Wenn euch das Thema erfolgreich abnehmen, Übergewicht aus spiritueller Sicht interessiert, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Dann würde ich ergänzend zu diesen die Informationen in einen zweiten Teil packen. Um diesen zweiten Teil nicht zu verpassen, aktiviere bitte die Glocke, dann wirst du benachrichtigt, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Auch über ein Abo würde ich mich natürlich riesig freuen. Dieses ist für dich natürlich absolut kostenfrei. Hast du Erfahrungen mit dem Thema Übergewicht und trifft bei dir einer der 8 Muster zu? Schreib mir gerne in die Kommentare. Jeder Kommentar erhält wie immer ein Herz. Dankeschön fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal. Und vergiss nie, du bist geliebt.